В Бремен се говорят толкова много езици. Изключително тъжно би било, ако всички тези езици останат само в частното пространство, само в семействата. Те трябва да имат място и в общественото пространство. Also es gibt viele Hauptziele. Ich würde sagen, das übergeordnete Ziel ist es, die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Und also, dass wir überhaupt Zeit haben und uns die Zeit nehmen, einander in die Augen zu gucken, einander zuzuhören, zu begreifen, wer wir sind, wo wir sind, was wir miteinander zu tun haben. Und genau, damit das halt klappt, also diese Verständigung, die ich bewirken möchte mit diesem Projekt auch, also dass wir uns auch als Stadtgesellschaft begreifen. Damit das klappt, weil wir ja nun mal alle viele Sprachen oder viele verschiedene Sprachen sprechen, braucht es halt auch diesen speziellen Zugang über die Sprachen der Menschen. Und deswegen ist auch das ein Hauptziel, diese Sprachen in den Fokus zu rücken und den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auf diesen Sprachen, in diesen Sprachen zu zeigen, was sie zu sagen haben, anderen etwas beizubringen, etwas zu teilen, auch von ihrer Identität, von dem, was in ihrem Leben wichtig ist, damit die anderen Menschen sie halt überhaupt kennenlernen. Це дуже важливо для мене і, я думаю, для більшості людей, які опиняються самотніми в новому для них місті, мати таке місце, куди ти можеш прийти і тобі завжди раді, і ти не вимушений нічого за це платити, це теж дуже важливо. Тому я вважаю, що моє насправді досить підтримало мене і інших людей в Бремені. Було дуже багато майстер-класів, різноманітних активностей для дітей, для різного віку. І мене це дуже надихало, що люди цікавляться через ці активності Україною, українською мовою, що люди також знаходили, можливо, друзів або нові знайомства в той день. І це, я думаю, ці зв'язки між людьми, вони найважливіші. Бремен досить мультикультурне місто, тут проживають люди з різних країн. І це дуже важливо, щоб люди були відкриті до цього різноманіття. І проєкт «Мойо» навчив мене бути більше відкритою і мати змогу говорити з людьми, навіть коли я не можу з ними говорити, бо я не маю з ними спільної мови. Це дуже надихає мене, тому що іноді ти не маєш можливості поїхати в іншу країну і прийти в якесь просто місце, подивитися на те, як люди там живуть, як це виглядає, якою мовою вони спілкуються. Ну, це класно. Cred că Moio are o importanță destul de mare în Bremen, pentru că Bremen este un oraș foarte divers și de asemenea Moio reprezintă și reflectă societatea care este în Bremen în momentul de față și de asemenea tot ce s-a întâmplat în Moio în ultimele 3 luni este ce se întâmplă de zi cu zi în Bremen. De asemenea sunt o mulțime de migranți în Bremen și limbile lor de multe ori nu sunt așa priorizate cum este limba germană, care are sens, numai că cred că este important să și vedem celelalte limbi și să le învățăm sau să le ascultăm sau să le vedem. Deutschland ist nicht mehr das Deutschland wie vor 40, 50 Jahren. Deutschland ist jetzt ein Land, was sehr offen ist, vor allem Bremen. Bremen ist sehr multikulturell und es ist wichtig, dass man andere Sprachen hört, dass man andere Sprachen vielleicht auch so dieses Bewusstsein entwickelt, dass es gibt andere Sprachen. Es gibt nicht nur die Sprache Deutsch. Klar, hier in Bremen braucht man diese Sprache, um irgendwas erreichen zu können. Bin ich damit einverstanden. Aber es ist auch sehr wichtig, wenn man zum Beispiel irgendwo arbeitet, wo man verschiedene Sprachen hat. Deswegen sind die verschiedenen Sprachen meiner Meinung nach ein Gewinn für das Land und für die Stadt Bremen. Ist ein Gewinn, das ist kein Nachteil. Ich komme aus Guinea und die Leute also wissen nicht so, gibt es so eine Sprache, die heißt also Fula und diese Sprache ist so in 16 Ländern so
gesprochen und ja, die Leute, die diese Sprache sprechen, sind circa also 90 Millionen so Leute. So. Und also alle reagieren super positiv. Also es ist nicht für alle direkt verständlich, warum das jetzt mit dem Sprachenfokus so sein muss, aber das nur für Menschen, die nur mit Deutsch leben. Und die allermeisten Menschen, die wir hier treffen, die sich hier auf dem Spielplatz aufhalten, die hier vorbeigehen, sprechen nicht Deutsch oder sprechen auch andere Sprachen und finden direkt deswegen dieses Sprachenthema immer total toll. Und wir haben schon ganz viele Menschen, einfach jetzt auch PassantInnen hier gehabt, die gesagt haben, dass sie auch gerne ihre Sprache unterrichten möchten. Moyo pentru mine reprezintă diversitate, centru și interactivitate. Об'єднання, це підтримка і це дозвіл, ну так скажу, так. Цветно, уютно и необходимо място. Мойо – це різноманітність, це підтримка і це майбутнє Бремену.